Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Prüfungsvorbereitung zum Azure Administrator Associate. In der heutigen Folge geht es darum, dass wir das Backup einrichten für einen Azure File Share. Ich befinde mich im Azure Portal, genauer gesagt in der Azure Desktop App. Grundsätzlich gilt es etwas zu sagen. Heutzutage findet alles, was zum Thema Backup eingerichtet werden muss, im Backup Center statt. Und das Backup Center, das habe ich bereits zu den Favoriten hinzugefügt. Wenn Sie jetzt sagen, aber Moment mal, früher hat man doch immer einen Recovery Service Vault verwendet. Ja, da gebe ich Ihnen absolut recht, das ist auch heute noch so. Aber schauen wir uns einmal das Backup Center etwas genauer an. Sie können von hier aus die unterschiedlichsten Backups einrichten, sei es für virtuelle Maschinen, sei es für On-Premises-Systeme etc. Der Unterschied liegt bei den Vaults. Ich klicke auf Vaults und wenn wir jetzt einen neuen Vault anlegen, dann sehen wir konkret die Unterschiede. Und das ist genau das, was es heutzutage eben ausmacht. Der Recovery Service Vault, der ist nicht weg. Den braucht es immer noch. Das sehen wir hier, Recovery Service Vault. Wenn wir Azure Files sichern wollen, dann brauchen wir einen Recovery Service Vault. Wenn wir die Blobs sichern wollen in einem Storage Account, dann brauchen wir einen Backup Vault. Also, Sie sehen, je nachdem, was wir sichern wollen, müssen wir entweder ein Backup Vault oder ein Recovery Service Vault anlegen. Und das ist einmal so ein erster Einstiegspunkt, das Backup Center. Selbstverständlich können Sie auch direkt einen Recovery Service Vault anlegen und dann von dort aus das Backup einrichten. Das werden wir auch gleich machen. Ich wollte Ihnen einfach mal dieses neue Center zeigen, also neu in Anführungs- und Schlusszeichen, dass jetzt eben alles, was mit Backup zu tun hat, wickelt man neu im Backup Center ab. Ich navigiere zu den Resource Groups, dann wähle ich die Ressourcengruppe aus, AC 104-RG. Dann schaue ich mich mal um, da gibt es einen Storage Account und in diesem Storage Account navigiere ich zu Data Storage und dann zu File Shares und da gibt es einen File Share mit dem Namen Audio und den gilt es zu sichern. Ich navigiere zurück zur Ressourcengruppe und wir legen nun einen neuen Recovery Service Vault an. Ich suche hier im Suchfeld nach Recovery und dann wird mir Backup und Site Recovery angezeigt, Disaster Recovery, aber es wird mir kein Recovery Service Vault angezeigt. Wenn ich jetzt aber Backup verwende, dann wird mir Backup und Site Recovery angezeigt und das ist genau das, was ich suche. Das ist jetzt von der Namensgebung her nicht ideal, aber wenn wir auf Create klicken, dann sehen wir sofort, wir richten einen neuen Recovery Service Vault ein. Wir sind also am richtigen Ort. Die Subscription ist Microsoft Azure Sponsorship, dann wähle ich die Ressourcengruppe aus, AC 104-RG, der Name ist TW, dann RSV steht für Recovery Service Vault und dann 20, sagen wir mal 2022, spielt keine Rolle. Die Region ist West Europe, das ist in Ordnung, es geht weiter zu den Tags, da verwende ich AC Demo und dann Exam und dann geht es weiter zu Review and Create. Die Validierung ist abgeschlossen und ich wähle Create aus. Und wir haben eine Meldung gesehen, die ist allerdings schon weg. Kein Problem, ich werde Ihnen diese Meldung gleich nochmals zeigen. Ich wähle Go to Resource aus. Jetzt haben wir die Übersicht und wir erhalten eine Meldung für Backups. Try our new Backup Center. Das ist in Ordnung. Wir können das Ganze auch vom Backup Center aus machen, aber ich will Ihnen einmal die Wege zeigen im Recovery Service Vault. Ich navigiere einmal zu den Properties. In den Properties sehen wir verschiedene Werte wie Status, dann die Location und dann unter Backup Configuration klicke ich auf Update. Und das war die Meldung, die mir angezeigt wurde. Sie sehen hier Folgendes. Der Replikationstyp ist georedundant. Das heißt, die Backups werden repliziert an einen anderen Standort. Wenn Sie das nicht wollen, beispielsweise wegen Kostengründen, dann wählen Sie Locally Redundant aus. Allerdings fällt dann auch Cross-Region Restore fällt dann weg. Das können Sie dann nicht einschalten. Ein Punkt ist einfach wichtig. Sie können diese Änderung durchführen bis zu dem Zeitpunkt, bis das erste Backup gemacht wurde. Danach können Sie das nicht mehr ändern. Sie sehen,
This option cannot be changed after protecting items. Also jetzt im Moment können Sie das ändern, so viel mal wie Sie wollen. Sobald die erste Sicherung gemacht wurde, können Sie das nicht mehr ändern. Ich belasse es bei Locally Redundant, klicke auf Save und dann ist diese Einstellung gespeichert. Dann navigieren wir zu den Encryption Settings. Da können Sie mit Ihren eigenen Schlüsseln arbeiten, wenn Sie das möchten. Dann brauchen Sie einen Azure Key Vault. Ich belasse es bei den Schlüsseln, die von Microsoft verwendet werden. Dann zu den Security Settings. Ich wähle Update aus und da kommt nun ebenfalls ein Element zum Einsatz und das sogenannte Soft Delete Element. Und wir sehen, was es bedeutet, wenn Soft Delete eingeschaltet ist. Beispielsweise Backup Data retained for 14 days after delete operation. Also wir erhalten zusätzlich 14 Tage. Dann Alert and Notifications, Multiple Layers of Security. Zum Beispiel, wir müssen mit einem PIN arbeiten, wenn wir da eine Wiederherstellung durchführen wollen, etc. Sie können das ausschalten, das ist möglich, selbstverständlich. Aber standardmäßig ist das eingeschaltet. Und ich würde sagen, warum nicht Soft Delete eingeschaltet lassen, zum Beispiel, dass wir zusätzliche 14 Tage erhalten, das ist in Ordnung. Aber das müssen Sie für Ihre Bedürfnisse entscheiden. Dann sehen Sie hier unter Security PIN, dass Sie einen PIN generieren können. Den PIN brauchen Sie, wenn Sie beispielsweise einmal eine Wiederherstellung von einzelnen Daten durchführen müssen, wenn Sie mit dem Recovery Service Agent arbeiten. Gut, jetzt aber geht es an das Einrichten von unserem Backup. Und wir klicken direkt auf Backup und es gilt immer die sogenannte Frage zu beantworten. Und die Frage ist, where is your workload running? Weil je nachdem, was Sie hier auswählen, müssen Sie dann die nächsten Schritte unterschiedlich gestalten. Wenn Sie Azure auswählen und Sie wählen Virtual Machines aus, dann klicken Sie auf Backup. Wenn Sie hier On-Premises auswählen und Sie wählen Files and Folders aus, dann müssen Sie die Infrastruktur vorbereiten. Also je nach Antwort, die Sie geben auf die Frage, ist dann die Aufbereitung oder die Schritte, die es abzuarbeiten gilt, sehr unterschiedlich. Ich verwende hier Azure und dann ist es Azure File Shares und jetzt wähle ich Backup aus. Und nun müssen wir den Storage Account auswählen. Ich klicke auf Select, dann suchen wir den Storage Account und es ist der Storage Account TW STA 2022 und der Storage Account wird nun entsprechend eingebunden. Sie sehen, es steht da Validating, das dauert ein paar Sekunden, bis dann dieser Storage Account eingebunden ist in unser Backup. Ich warte nun, bis dieser Schritt abgeschlossen ist. Und Sie sehen auch, da steht unten This might take a minute, also geben wir uns ein wenig Zeit. Der Storage Account ist nun eingebunden und jetzt müssen wir den File Share suchen. Ich klicke auf Add und dann wird mir der File Share Audio angezeigt, wie wir das eben gesehen haben. Ich klicke auf OK. Und jetzt brauchen wir eine Backup Policy. Sie sehen, da wird eine neue Policy angelegt. Was ist in dieser Policy enthalten? Das sehen Sie hier. Die Backup-Häufigkeit täglich 37 und dann Retention of Daily Backup Points 30 Tage. Das können Sie anpassen. Sie wählen hier Edit this Policy aus und dann können Sie die Policy konfigurieren nach Ihren Bedürfnissen. Sie können zum Beispiel den Namen ändern, ist vielleicht jetzt nicht ideal. Dann die Zeit, dann die Zeitzone anpassen. Zum Beispiel in meinem Fall ist es Kuala Lumpur, nein, selbstverständlich nicht, es ist Amsterdam, Berlin. Und dann die Aufbewahrungsbereiche. Sie sehen Retention of Daily Backup, also Aufbewahrung des täglichen Backups für 30 Tage. Sie können das wöchentliche Backup bestimmen, monatliche und das jährliche Backup. Und selbstverständlich, wenn es eine produktive Umgebung ist, dann würde ich einmal sagen, wird es sicherlich ein wöchentliches Backup geben, also wöchentliche Aufbewahrungszeiten, die es zu konfigurieren gilt, vielleicht auch monatliche und jährliche Aufbewahrungs-Backup-Points, die Sie hier einrichten. Ich belasse es einmal bei diesen 30 Tagen. Ich wähle OK aus. Und jetzt, der letzte Schritt, den wir machen müssen, ist nur noch, wir klicken auf Enable Backup und jetzt wird dieser Backup-Job eingerichtet. Das dauert wiederum ein paar Sekunden und anschließend, wenn diese Bereitstellung abgeschlossen ist, navigieren wir zurück zu unserem Recovery Service Vault und untersuchen das Ganze. Wie bereits erwähnt, Sie können selbstverständlich auch alles im Backup Center durchführen. Sie navigieren zum Backup Center, dann wählen Sie auch hier Backup aus.
und Sie müssen dann wieder die ultimative Frage beantworten, was wollen Sie sichern? Sie wählen Azure Files aus, dann müssen Sie den Recovery Service Vault suchen. Wenn Sie keinen Recovery Service Vault haben, müssen Sie zuerst einen anlegen. Wir haben einen, TW SRV 2022, klicke auf Select, dann geht es weiter zu Continue und dann sehen Sie genau gleich, wie wir das vorhin gemacht haben im Recovery Service Vault. Also es spielt keine Rolle, von wo aus Sie starten. Das Backup Center ist sicherlich neu. In Zukunft würde ich über das Backup Center arbeiten, aber der Recovery Service Vault ist ebenfalls noch da und darum habe ich Ihnen den Weg gezeigt über den Recovery Service Vault, weil dieser wird nicht einfach verschwinden, der ist immer noch Bestandteil vom Backup Center. Jetzt ist die Bereitstellung abgeschlossen, ich wähle hier Deployment Succeeded, den Link aus und wir sehen, das ist bereits abgeschlossen, ich wähle Go to Resource aus und jetzt sind wir wieder in unserem Recovery Service Vault. Und jetzt navigieren wir nach unten zu Backup Items und dann sehen wir, da ist unser Azure Storage Azure File Punkt aufgelistet. Sie sehen, Backup Item Count ist 1, ich klicke darauf und da sehen wir unser Job. Und dann erhalten wir hier eine Warnung und die Warnung besagt aus, dass da noch kein Backup gemacht wurde. Das ist ja auch so, das Backup wurde noch nie ausgeführt. Wir könnten jetzt aber auf Backup Now klicken, um ein erstes Backup zu starten. Das ist soweit in Ordnung. Ich navigiere zurück zum Recovery Service Vault und Sie können auch noch eine Benachrichtigung einrichten, Backup Alerts. Wenn jetzt zum Beispiel irgendetwas schief geht, dann können Sie sich eine Benachrichtigung einrichten, indem Sie ganz einfach auf Configure Notifications klicken. Sie wählen E-Mail Notification aus und dann erhalten Sie ein E-Mail, je nach Schweregrad, den Sie hier auswählen. Also das ist noch etwas Zusatz, sage ich jetzt mal. Nun, in diesem Video habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie mit einem Recovery Service Vault einen Azure File Share sichern können. Nochmals kurz schnell betont, heutzutage würde man direkt mit dem Azure Backup Center arbeiten, aber das Backup Center ist eine zentrale Anlaufstelle und darin enthalten ist ebenfalls immer noch der Recovery Service Vault, wie wir das auch gesehen haben. Also egal welchen Weg Sie einschlagen, wichtig ist einfach, dass Sie ein Backup einrichten.